Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und heute zuschaut. Wir werden heute in diesem Webinar ein bisschen darauf schauen, was man mit Fruit alles machen kann, also die ganzen Funktionen anschauen auf dem Handy und aber auch im Browser. Und im Anschluss wollte ich mit euch noch mal ein bisschen drauf schauen, was wir auch so für Content für euch haben, damit ihr für die Gartensaison ganz gut vorbereitet seid. Zunächst aber vielleicht ein paar organisatorische Dinge, wenn ihr Fragen habt, also zu uns als Firma, zu Früd oder auch zur App, zu Funktionen und so weiter, dann gibt es unten ähm, das Feld F und A, also Fragen und Antworten heißt das. Das sind so zwei Sprechblasen und da könnt ihr Fragen direkt reinstellen. Und wir bitten euch auch, wenn ihr Fragen habt, dass ihr die da direkt reinstellt, weil wir dann direkt auf die Fragen auch antworten können. Mein Kollege, der Steffen, wird die für euch beantworten. Genau, und dann können wir das da so ein bisschen besser sortieren. Ihr könnt natürlich euch auch im Chat so untereinander ein bisschen austauschen, wenn ihr euch vernetzen wollt. Aber das, der F- und A-Bereich, also Fragen und Antworten, ist für die Fragen und Antworten gedacht. Kurz zu mir. Mein Name ist Marlene. Ich bin im Frühteam schon jetzt länger mit dabei und besonders für den Bereich Community zuständig. Connecte mit ganz vielen Gärtnerinnen rund um den Globus und darf euch heute Früd vorstellen. Und der Steffen, das ist einer der Mitgründer von Früd und auch Entwickler und hat dadurch auch immer ja, die Antworten parat, besonders zu den App-Funktionen. Ich werde euch die App auf dem Handy zeigen und auch im Browser. Zunächst würde ich gleich mal mit der Handy-Version starten. Genau, damit ihr das mal als erstes seht und danach gucken wir dann nochmal auf dem Browser. Dazu muss ich mal kurz meinen Handy-Bildschirm teilen. Genau, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt die einfach in den Chat. Dann können wir da in den die Frage- und Antwortbereich, dann können wir euch da direkt ähm, zu antworten. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alle. Falls nicht, könntet ihr das ja vielleicht dann in den Chat schreiben. Genau, ich mache das nicht so oft mit dem Handy, nochmal mich da einzuloggen. Genau, also da seht ihr jetzt unsere Startseite, also die Inspirationsseite von der App. Ich habe mich mit einem ganz neuen Account eingeloggt, also einen erstellt für den Webinar heute. Das heißt, wir machen quasi alles von Anfang an, außer die Erstellung des Accounts. Was ich jetzt vorher schon gemacht habe, ist, dass ich meine Mailadresse eingegeben habe, Passwort gewählt habe und auch meine Interessen schon mal so ein bisschen angeklickt habe. Das ist natürlich bei euch dann auch individuell, auf die Größe eures Gartens. Ähm, und auf Basis eurer Interessen, die ihr aber auch noch nachträglich anpassen könnt, habt ihr hier immer in der Inspirationsseite Vorschläge für Artikel zum Beispiel oder für unseren Podcast. Da könnt ihr einfach immer schauen und da kommt immer regelmäßig was Neues rein. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Podcast-Folgen, die wir auch selber aufnehmen und auch die Magazinartikel sind von uns geschrieben. Die findet ihr auch online in unserem Magazin im Browser und aber auch in der App. Und wenn euch da was anspricht und ihr das vielleicht auch erst später lesen wollt, dann könnt ihr das mit einem Klick auf diese kleine Flagge, wie ihr hier seht, euch merken und dann habt ihr euch das auch für später gemerkt. Wie ihr unten seht, dann seht ihr unten die gespeicherten Beiträge und könnt auch da immer mal wieder reinschauen. Also manchmal sieht man ja Sachen, da denkt man sich, ja, gerade kann ich es nicht lesen, würde es aber später gerne lesen und dann hat man sich das da schon mal gemerkt. Oben habt ihr auch dann manchmal Werbung für unseren Shop oder andere News, die gerade irgendwie so anstehen. Und genau, das ist einfach so ein bisschen der Inspirationsbereich der App. Dann gehen wir mal zu den Pflanzen. Ihr habt hier oben ein Suchfenster, wo ihr direkt nach Pflanzen suchen könnt. Darunter kommt ihr direkt zum Lexikon. Wir schauen uns das gleich alles mal in Ruhe an. Dann könnt ihr Pflanzen für euch auswählen und die als Favoriten speichern. Das dient dazu, dass ihr zum Beispiel eure Beetpläne mit euren Favoriten bestücken könnt, die da direkt vorgeschlagen bekommt. Und das erleichtert euch auf jeden Fall die Planung, wenn ihr da die Pflanzen auswählt, die euch interessieren, die ihr gerne anbauen wollt. Ihr könnt das aber im Nachhinein auch noch ändern. Nur oft lohnt es sich, das am Anfang auf jeden Fall schon mal zu machen. Dann seht ihr hier die unvollständigen Sorten. Das ist für unseren
Bereich im Lexikon, wo wir jetzt nach und nach die Moderation auch an die Community übergeben. Das heißt, es gibt Sorten, die werden angelegt von euch, von der Community. Die sind aber zum Teil vielleicht noch unvollständig, weil dann nicht alle Angaben gemacht wurden. Da können wir gemeinsam als Community daran arbeiten, dass wir die vervollständigen, die Sorten. Und dann kann man auch nach und nach, je nachdem, wie viel man da schon vorgeschlagen hat, an Änderungen auch zum Früht Moderator oder Moderatorin quasi aufsteigen. Und dann habt ihr da einfach die Möglichkeit mitzuarbeiten, noch am Lexikon hinaus, darüber hinaus über das eigene Sortenanlegen. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, wenn ihr Sorten nicht findet im Lexikon, dann könnt ihr die selber anlegen. So, und da sieht man auch unten, was so in letzter Zeit so gemacht wurde. Und dann schauen wir uns mal den oberen Bereich nochmal an. Also ihr könnt hier direkt nach Pflanzen suchen, zum Beispiel Chili. Und dann seht ihr oben, gibt es ganz viele Themen zu den Chilis. Also das können dann zum Beispiel Artikel sein oder Podcast-Folgen oder so. Und bei der Art landet ihr aber immer bei dem Lexikon. Da seht ihr, da sind alle Infos zu Chili hinterlegt. Das ist jetzt allgemein die Art Chili. Da habt ihr dann zum Beispiel auch Anleitungen oder auch Aufgaben zu. Da gucken wir gleich auch nochmal drauf, was das genau ist. Ihr seht ungefähre Voranzucht, Pflanzung und Erntezeiträume. Ihr könnt auch hier bei der Sortenliste für euch Sorten anlegen, die ihr anbaut, die ihr gerne mögt. Dann habt ihr da eure eigene Sortenliste mit Chilis. Dann seht ihr, was in der Community dazu los ist. Ihr könnt da auch eine Frage zu stellen. Die Community schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und ihr findet auch alles, was wir zu dem Thema veröffentlicht haben in der App. Also der Podcast zum Beispiel, der ist ganz neu, der ist letzte Woche online gegangen. Und dann findet ihr auch Artikel zum Thema hier und habt quasi hier diese allgemeine Übersichtsseite von der Chili. Wenn wir jetzt auf die Sortenliste gehen, seht ihr alle Sorten, die wir hier zu Chili haben. Es sind einige. Also ich scrolle jetzt nicht komplett durch, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall inspirieren lassen. Dieser lilane Haken heißt immer, dass die Sorte geprüft wurde. Das heißt, dass die Daten, nachdem jemand diese Sorte angelegt hat, von uns oder von einem Moderator, einer Moderatorin geprüft wurden. Und wenn ihr dann auf die Sorte geht, kriegt ihr hier auch nochmal die genauen Daten zur Sorte selber. Also die Pflanzabstände, die Beschreibung zur Sorte könnt ihr da finden. Das ist ja je nach Sorte anders, auch innerhalb einer Art. Und dann habt ihr hier einfach nochmal detailliertere Angaben. Ihr habt gute Nachbarn, werden euch da auch angezeigt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Beet steht, nicht in den Plan schauen wollt, sondern einfach direkt zum Thema allgemein Chili was euch angucken wollt, wer kann daneben gut wachsen, dann könnt ihr einfach hier reingucken und könnt schauen, ah ja, ich pflanze jetzt mal eine Möhre daneben, das geht. Oder ihr seht schlechte Nachbarn, Aubergine, setze ich da vielleicht nicht direkt daneben. Ihr könnt auch sehen, was für Krankheiten die Chili haben kann. Wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr dann auch eine Beschreibung, wie das aussehen kann und was ihr machen könnt. Genau. So, das jetzt mal also zur Chili. Und das ist eigentlich quasi, das gilt für alle Sorten und Arten, die ihr im Lexikon so findet. Das sind mittlerweile wirklich einige. Ihr findet hier, wenn ihr oben auf zum Lexikon klickt, da dieser grüne Text mit dem Blättchen, seht ihr alle Arten, die wir angelegt haben im Lexikon. Ihr könnt euch die auch oben filtern lassen. Zum Beispiel je nachdem, was für einen Boden ihr habt, was für Lichtverhältnisse und so weiter ihr habt. Ihr könnt aber da auch angeben, ob ihr die zum Beispiel nach Beliebtheit oder alphabetisch sortieren wollt. Jetzt ist es bei mir gerade alphabetisch sortiert. Und ihr könnt zum Beispiel anklicken, dass ihr nur Gemüse angezeigt bekommen wollt. Und dann könnt ihr euch komplett da mal durchscrollen und schauen, was wir alles so für Arten haben. Wir arbeiten da übrigens auch dran, immer mehr Arten aufzunehmen. Das dauert immer ein bisschen, weil es einfach unglaublich viele Arten gibt. Und wir haben uns am Anfang da besonders auf den Bereich Gemüse fokussiert, versuchen jetzt aber auch immer mehr auch Blühpflanzen, Sträucher und so weiter immer mehr mit aufzunehmen. Wenn ihr da Wünsche habt, was noch fehlt, zum Beispiel als Art, weil wenn es die Art nicht gibt, dann könnt ihr da auch keine Sorte für anlegen. Also wenn euch eine Art fehlt, dann schreibt uns gerne an support@früd.app, dass ihr da bestimmte Artenwünsche habt, dann können wir auch schauen, dass wir das mit einbeziehen, diesen Wunsch. So, jetzt gehe ich nochmal zurück und würde jetzt mal ein paar Pflanzen auswählen, weil der nächste Schritt dann das Plan wäre, was ich euch gerne zeigen würde.
So, das heißt, ich bin jetzt am Anfang meines Früherlebnisses oder auch mittendrin, wenn ich vielleicht noch keine Pflanzen ausgewählt habe. Und jetzt wähle ich einfach mal die Pflanzen aus, wo ich mir vorstellen kann, dass ich die gerne anbauen möchte. Vielleicht weiß ich das auch schon. Und wir empfehlen immer das anzubauen, was man auch gerne mag. Wir tendieren ja als GärtnerInnen dazu, immer ganz viel in unseren Garten reinzupacken. Und natürlich ist eine Diversität an Pflanzen auch toll, aber es ist auch immer gut, wenn auf jeden Fall irgendjemand im Haushalt das gerne essen möchte. So, ich wähle jetzt einfach mal ein paar aus, damit wir so eine kleine Grundlage haben, auch gleich für den Plan. So, ich habe jetzt paar ausgewählt. Könnte ich jetzt ewig so weitermachen. Am liebsten würde man ja auch alles anbauen. Und jetzt speichere ich das mal und habe dann schon ein paar Arten als meine Favoriten ausgewählt. So, das ist jetzt für den nächsten Schritt gleich irgendwann wichtig. Ich bin jetzt unten in der Menüleiste auf den Menüpunkt Plan gegangen. Hier noch zur Erläuterung. Es gibt bei uns in der App Pflanzpläne, die sind von uns, vom Frühteam angelegt oder von ExpertInnen oder auch von euch aus der Community. Also wenn man einen Plan anlegt, kann man den auch veröffentlichen und dann als Vorlage allen zur Verfügung stellen. Wenn ihr dieses empfohlen von Früd ähm, Zeichen seht, hier mit diesem orangenen Button, dann ist das in einer Zusammenarbeit mit einem Experten oder einer Expertin entstanden. Da seht ihr auch mein Freilandtomatenbeet. Genau, und wenn ihr da mal schauen wollt, da kann man sich auch ganz gut durchstöbern, braucht man vielleicht ein bisschen Zeit, um mal so ein bisschen genauer sich die Pläne anzugucken. Ja, die Bilder laden gerade noch kurz, genau. Und da seht ihr dann alle Pflanzpläne, die veröffentlicht wurden in Früht und könnt da einfach dann mal so durchgehen, schauen, was könnte vielleicht für euch spannend sein. Ihr seht, das sind einige. Es gibt auch zum Beispiel für Balkonbeete Pflanzpläne. Es gibt Pflanzpläne für No-Dig, also Gärtnern ohne Umgraben. Es gibt Pflanzpläne nur für Winterbeete, für ganz kleine Räume. Hier seht ihr auch hier vertikal Gemüse anzubauen. Und da könnt ihr einfach mal schauen. Die sind natürlich dann mit dem Garten, also wenn jetzt jemand für seinen Garten da einen Pflanzplan anlegt, passt das nicht immer zu 100% jetzt in meinen Garten, aber könnt alle Pflanzpläne in euren Garten kopieren und dann noch anpassen. Also ihr könnt die Beete dann noch rumschieben, die Sorten und Arten vielleicht ein bisschen anpassen. Also als Grundlage und Inspiration ist das halt total schön. Ich zeige euch mal kurz hier die weiteren Infos zum Pflanzplan, die ihr dann auch immer findet. Also wie viele Arten sind da drin? Ist der ganzjährig oder zum Beispiel nur die Hauptkultur? Ihr findet einen kleinen Text dazu. Könnt dann auch, wenn ihr möchtet, euch über den Autor ein bisschen informieren. Hier oben ist das Wuid und Flauschig. Das sind GartenbloggerInnen, mit denen wir den Plan gemacht haben. Über diesen Button könntet ihr den Pflanzplan jetzt verwenden und euren Garten kopieren. Ihr könnt den auch liken, da seht ihr so ein Herzchen. Ihr könnt euch den speichern mit dieser kleinen Flagge. Ihr könnt den auch teilen, den Pflanzplan. Ihr könnt auch eure eigenen Pflanzpläne teilen, wenn ihr die veröffentlicht habt. Das macht man über dieses viereckige Kästchen mit dem Pfeil, wo die 16 neben steht. Und ihr könnt das aber auch in anderen sozialen Netzwerken oder Messengers posten. Also wenn ihr zum Beispiel euren Pflanzplan mit euren Gartenfreundinnen teilen wollt, dann könnt ihr das da auch machen. Und ihr könnt euch auch eine Vorschau hier unten angucken und auch welche Pflanzen alle so eingeplant sind. So, also vielleicht machen wir das einfach mal, dass wir den Pflanzplan mal verwenden. Dann könnt ihr euch nämlich überlegen, wann wollt ihr den zum Beispiel in euer Gartenjahr einplanen. Das mache ich erstmal für 24. Huch, und jetzt ist ja gerade bei diesem Plan ganz viel rot. Vielleicht hat sich da was überlagert, das können wir uns nochmal anschauen. Ähm, aber genau, hier sieht man es noch besser. Da sieht man die Hauptkultur. Und ihr könnt das dann alles auch nochmal anpassen, zum Beispiel rauslöschen, wenn ihr keinen Kürbis wollt. Da oben rechts könnt ihr durch die Kulturen gehen. Genau, das Beispiel war jetzt vielleicht nicht so optimal zum Zeigen direkt. Genau, aber da schaut euch das einfach mal an. Da gibt es ganz viele Pläne und vielleicht inspiriert euch das ja für euren Gartenplan dieses Jahr.
Hier sieht man auch nochmal, ihr könnt den Plan teilen. Und dann gehen wir jetzt aber mal auf einen neuen Plan, weil wir wollen ja uns auch anschauen, wie man einen eigenen Gartenplan macht. Und da klickt ihr einfach auf Neuer Plan. So, und ihr landet jetzt automatisch in der Vorkultur, weil wir uns gerade in der Vorkultur befinden. Das seht ihr oben rechts in dem Fenster und ihr könnt dann hier oben rechts auch durch die Zeiträume springen in die Hauptkultur und Nachkultur. So, und ich würde mit euch jetzt einfach mal in die Hauptkultur gehen. Ähm, Unten rechts seht ihr ein Plus, da klicken wir als erstes drauf. Und dann wird bei uns alles hier in der App mit Drag and Drop geplant. Das heißt, ich gehe mit meinem Finger auf das Rechteck und ziehe dann das Beet in den Plan rein. Ich kann dann über diese weißen runden Kreise das Beet vergrößern in alle Richtungen, je nachdem, wie ich es möchte. Und wenn ich meinen Finger auf das Beet halte und dann drauf bleibe und den bewege, den Finger, kann ich das Beet auch bewegen. Ich könnte jetzt unten auch bei Länge und Breite die genauen Zentimeter eingeben, wenn ich die genau kenne. Das geht auch dann ein bisschen, also ich sag mal, ich ziehe das oft dann hier quasi größer und kleiner und mache dann die Detailanpassung noch händisch. So, jetzt hätte ich hier ein 1,20 mal 2 Meter Beet. Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe davon 2 Stück, dann kann ich bei diesem Pluszeichen hier unten noch ein zweites hinzufügen. Dann habe ich quasi 2 von der gleichen Größe. Jetzt füge ich mal noch ein rundes hinzu. Das mache ich auch einfach, indem ich meinen Finger auf den runden Kreis setze und das dann in den Plan ziehe, den grünen Pfeil bestätige. Und jetzt habe ich hier schon mal 3 Beete in meinem Garten. Jetzt komme ich mal zur Bepflanzung. Da klicke ich auch wieder auf das Plus und dann gehe ich hier in dieser Menüleiste, da seht ihr Beete, Pflanzen, Dekoration auf Pflanzen. Da werden mir jetzt auch erstmal meine ganzen Favoriten angezeigt, die ich eben ausgewählt habe. Da sieht man nochmal, dass sich das auch lohnen kann. Ich kann aber auch nach Pflanzen suchen. Wenn ich die zum Beispiel jetzt nicht ausgewählt habe, dann kann ich hier in diesem Suchfenster einfach die Pflanze eingeben und dann wird die mir da auch angezeigt. So, und bei den Pflanzen mache ich das jetzt genauso wie eben bei den Beeten. Ich gehe mit dem Finger auf die Pflanze und ziehe das dann einfach per Drag and Drop ins Beet. Das geht dann, also wir nennen das Plant Snapping, das heißt, das passt sich direkt an eure Beetgröße an. Ihr könnt das dann aber genauso wie beim Beet auch immer noch anpassen, indem ihr das kleiner oder größer zieht. Und ihr seht unten, wo auch Aubergine steht, wie viele Pflanzen ihr dann im Beet eingeplant habt. Also wenn ich das so groß hätte, wäre das jetzt eine Pflanze und so sind das 2 Pflanzen. So, der nächste Schritt, wenn ich jetzt mit einer guten Mischkultur planen will, wäre, dass ich auf Gute Nachbarn unten rechts klicke. Und dann werden mir alle guten Nachbarn für die Aubergine angezeigt. Da kann ich dann mal durchgehen. Und zum Beispiel denke ich mir, ich hätte gerne eine Ringelblume daneben. Ihr seht dann durch das Herzchen, das sind gute Nachbarn. Die setze ich jetzt daneben und die kann ich dann auch je nach Bedarf größer und kleiner ziehen. Und dann auch zum Beispiel noch weiter schauen, was ich noch anpflanzen möchte. Dann nehme ich vielleicht den Brokkoli, dann seht ihr auch hier wieder die Herzchen, passt gut daneben. Passe das mit der Größe auf mein Beet an. Und da sehe ich zum Beispiel, die Chili passt nicht so gut mit der Aubergine, dann setze ich die vielleicht ins Beet daneben und kann dann so nach und nach immer mehr Pflanzen in meinen Plan ziehen. So, und dann kann man halt immer weiter gucken. Wenn hier zum Beispiel passt da oben gut rein, da unten nicht, dann pflanze ich es lieber da oben ein. Und so könnt ihr Stück für Stück euren Plan bepflanzen. Wie gesagt, bei Details seht ihr dann immer, wie viele Pflanzen ihr da gerade einplant. Und ganz wichtig, ihr könnt mit diesem kleinen Rädchen über dem grünen Haken euch noch die Sorte auswählen. Also bei allen Arten, die ihr anpflanzt, könnt ihr noch die Sorte ändern. Entweder ihr habt die schon irgendwie zu Hause als Saatgut oder wisst immer, welche ihr kaufen wollt, wenn ihr die als nicht selber anzieht, sondern ähm, die Jungpflanzen kauft, dann könnt ihr einfach hier schauen und dann eine Sorte auswählen, die ihr anbauen wollt und dann noch oben auf Speichern klicken und dann habt ihr auch die, genau, die Sorte im Plan.
Ich empfehle das wirklich sehr, besonders bei Chilis und Tomaten, weil ich kenne das auch selber, dass man dann vielleicht manchmal ein bisschen faul ist und sich denkt, ja, ich merke mir jetzt, wo ich welche Chili hingepflanzt habe. Und dann steht man da im Garten und weiß nicht mehr, welche Sorte war das jetzt nochmal. Oh, die hat mir gut geschmeckt, aber jetzt weiß ich nicht mehr, welche das war. Und wenn man das im Plan vermerkt hat, ist es nochmal viel einfacher nachzuvollziehen, was man da wirklich eigentlich angebaut hat. Also kann ich das euch sehr ins Herz legen, da die Sorten immer einzupflegen. So, jetzt zeige ich euch noch kurz die Dekoration. Je nachdem, wo ihr gärtnert, ob jetzt in einem Schrebergarten oder zu Hause im Garten oder auf dem Balkon, könnt ihr noch das nach euren Wünschen anpassen, den Plan. Also wir haben zum Beispiel ein Haus, wir haben einen Schuppen, den könnt ihr euch in den Garten setzen oder auch einen Baum. Das mache ich auch wieder per Drag and Drop, ne? Also ich gehe mit dem Finger auf den Busch gerade und dann ziehe ich den hier in den Garten und kann den auch wieder größer machen und kleiner machen. Ich kann den auch so ein bisschen rotieren, dass der so ist, wie der auch bei mir im Garten ist. Und ihr könnt auch Wege anlegen, zum Beispiel. Könnte ich jetzt hier mal einen hinmachen. Dann könnt ihr auch euch Wege zum Beispiel in den Garten machen oder auch einen Kompost, eine Regentonne und so weiter. So, jetzt haben wir noch mal ein paar dekorative Aspekte in unserem Plan. Und was es jetzt noch gibt, wenn ihr zum Beispiel Lücken in eurem Plan habt. Ich habe jetzt ein paar Lücken extra gelassen, um euch auch den Zauberstab zu zeigen. Den findet ihr unten rechts, dieses kleine Symbol mit dem Zauberstab. Das könnt ihr dafür nutzen, um Lücken aufzufüllen. Wenn ihr zum Beispiel nicht zu Ende planen wollt, weil ihr keine Zeit habt oder nicht so viel Freude, das alles einzeln auszuwählen, oder ihr denkt euch, ich würde mich gerne mal inspirieren lassen, mir was vorschlagen lassen, dann macht ihr das mit dem Zauberstab. Ähm, Da klickt ihr dann auf Lücken auffüllen und da könnt ihr das auswählen, ob ihr das mit euren Favoriten füllen lassen wollt oder ob ihr auch andere Arten einpflegen lassen wollt. Also das ist auch immer ganz cool. Ihr könntet zum Beispiel auch sagen, ich mache erstmal nur mit meinen Favoriten und dann mache ich vielleicht noch ein paar andere Lücken, die ich dann später noch habe mit ein paar neuen Arten. Ich nehme jetzt mal die Favoriten. Und dann bekomme ich einen Vorschlag. Ihr seht jetzt alles, was ausgegraut ist, so ein bisschen. Das habe ich vorher schon geplant. Und alles, was heller hervorgehoben ist, sind jetzt die Vorschläge, die ich durch den Zauberstab bekommen habe. Ich könnte jetzt unten über neuen Vorschlag mir auch einen neuen Vorschlag machen lassen. Wenn ich zum Beispiel denke, es passt noch nicht so, dann klicke ich da drauf. Dann bekomme ich nochmal einen neuen Vorschlag. Dann klicke ich nochmal drauf. Neuen Vorschlag. Also man kann das so oft machen, wie man möchte. Jetzt denke ich mir, okay, der passt ganz gut. Dann drücke ich unten rechts auf den grünen Haken und dann habe ich diese Vorschläge übernommen und zack, habe ich schon einen Plan für die Hauptkultur. Ich nutze das zum Beispiel sehr gerne auch einfach für die Nachkultur, weil die Hauptkultur macht mir am meisten Spaß zu planen und dann denke ich mir, bei der Nachkultur bin ich dann vielleicht ein bisschen fauler, dann kann ich hier auch mal die Lücken auffüllen, vielleicht mit neuen Sorten. Das sind dann manchmal auch Arten, die ich noch nicht in meinem Plan, in meinen Favoriten drin habe, so und dann kann ich den Vorschlag auch annehmen und dann habe ich jetzt zum Beispiel Nachkultur und die Hauptkultur und die Vorkultur noch nicht. Die machen wir jetzt vielleicht auch noch mit dem Zauberstab. An dieser Stelle nochmal die Anmerkung für alle, die neu dazugekommen sind. Wenn ihr Fragen habt zu Features, zur App, zu uns, dann stellt die bitte in den Fragen- und Antworten-Bereich hier unten. Mein Kollege, der beantwortet euch dann alle Fragen. So, die Vorkultur, die würde ich jetzt auch noch mal mit dem Zauberstab planen. Nochmal einen neuen Vorschlag. Kann man immer so ein bisschen durchwechseln, bis was kommt, was man gerne hat. So, und dann klicke ich auf Annehmen und jetzt habe ich Vorkultur, Hauptkultur und die Nachkultur geplant. Das war jetzt ein kleiner Schnelldurchlauf. Selbst nimmt man sich ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür, auch dann die Sorten auszuwählen, zu gucken, was habe ich denn so für Vorlieben. Auch zum Beispiel beim Salat oder bei den Chilis oder bei Tomaten. Das macht ihr dann alles ja nach eurem Gefühl, wie das für euch passt. Und so habt ihr aber schon mal gesehen, wie ihr den eigenen Plan anlegen könnt.
Oben links, hoch, ich muss noch mal kurz meine Bildschirmfreigabe starten. Die hat sich automatisch verabschiedet. Eine Sekunde, entschuldigt. So, dann sind wir hier wieder im Plan drin. Oben links klickt ihr dann auf Speichern. Könnt ihr den Plan noch benennen, wenn ihr möchtet. So, genau. Dann ist hier der neue Plan, den haben wir gerade gemeinsam angelegt. Ihr könnt dann unter weitere Optionen hier auch noch ein paar Angaben machen, zum Beispiel, was ist es für ein Standort, was für Lichtverhältnisse habt ihr. Das kann man dann hier unten zum Beispiel auswählen. Wenn ihr einen sonnigen Garten habt, dann würdet ihr jetzt hier ganz viel Sonne einzeichnen. Dann vielleicht habt ihr dann hier unten mehr Halbschatten. Ähm, und so könnt ihr so ein bisschen besser noch euren Garten halt genau anpassen, so dass es gut zu euch passt und dass ihr vielleicht auch dann später die Vorschläge bekommt für euer Beet, die gut passen. Das macht ihr, indem ihr einfach unten draufklickt auf Sonne, Halbschatten oder Schatten und dann könnt ihr einfach, als würdet ihr malen, mit dem Finger auf das Display klicken und das so verteilen. So. Ähm, Dann noch zu den anderen Punkten hier. Den Boden könnt ihr auch angeben. Ihr könnt einen Haken setzen, wenn ihr Aufgaben zu eurem Plan haben wollt. Die schauen wir uns gleich auch an, genauso wie ob dieser Plan in eurer Saisonübersicht erscheinen soll. Was das ist, gucken wir uns gleich auch nochmal an. Dann seht ihr hier noch das, was ich eben erwähnt habe. Ihr könnt den Plan in der Community teilen oder auch in euren Netzwerken. Ihr könnt den Pflanzplan veröffentlichen, dann erscheint er unter dieser Pflanzplan-Bibliothek, die ich euch eben gezeigt habe. Dann können auch andere NutzerInnen das in ihren Garten kopieren. Ihr könntet den Plan auch duplizieren, wenn ihr zum Beispiel denkt, ähm, ich finde den schon ganz gut, aber ich würde vielleicht gerne noch ein paar Sachen ausprobieren. Ich möchte jetzt aber meinen Ursprungsplan nicht verlieren. Dann könntet ihr den da duplizieren und dann nochmal quasi an dem Duplikat noch ein paar Sachen verändern. Ihr könnt euch auch direkt das Saatgut bestellen, wenn ihr alle Sorten zum Beispiel eingeplant habt, die ihr gerne anbauen wollt und ihr habt das Saatgut nicht zu Hause, dann könntet ihr das direkt aus unserem Frühshop zu euch nach Hause bestellen. Ihr könnt den Warenkorb danach auch noch anpassen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr dann hier draufklickt, dass ihr plötzlich dann alle Sorten, die ihr da eingeplant habt, bestellen müsst, sondern das könnt ihr auch noch anpassen. Dann könnt ihr den Plan auch noch als PDF herunterladen, wenn ihr möchtet, und den Plan löschen. So, dann war es das zum Thema Plan. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr die einfach unten in den Bereich. Und jetzt gucken wir uns mal den Bereich Pflege an. Hier haben wir einmal die sogenannten Aufgaben und die Saison. Wir schauen uns jetzt erstmal die Aufgaben an. Die sind jetzt entstanden aus dem Plan, den ich gemacht habe. Das heißt, alles, was ich da jetzt eingeplant habe für die nächsten Wochen, wird hier als Aufgabe angezeigt, und hilft mir einfach dabei, dass ich nicht vergesse, zum Beispiel etwas vorzuziehen, etwas zu düngen, etwas zu ernten und so weiter. Ihr könnt durch die verschiedenen Wochen durchgehen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel in der KW 9 sind, dann wird mir angezeigt, dass ich anfange, die Aubergine vorzuziehen. Ähm, der KW 12 ist es dann zum Beispiel, dann kommen immer mehr andere Aufgaben dazu, je später wir ins Jahr gehen. Genau, da könnt ihr euch dann einfach mal durchklicken und euch auch anschauen, was gibt es so für Aufgaben. Und ihr könnt die auch abhaken, wenn ihr sie erledigt habt. Und da habt ihr einfach dann eine Übersicht, wann was ansteht. Und das ist einfach eine gute Übersicht für eure Aufgaben, passend zu eurem Beetplan, den ihr habt. Dann ist das unsere Saisonübersicht. Hier seht ihr, in welchen Zeiträumen die eingeplanten Arten und Sorten. Ihr seht immer oben das dicke, zum Beispiel bei Gurke, das ist dann die Art und dann Fatum ist die Sorte. Seht ihr, in welchem Zeitraum das Beet von welchem Gemüse bepflanzt ist. Also ihr seht oben B2 vom bienenfreundlichen Selbstversorgergarten, wann welche Art in diesem Beet wächst. Ihr seht dann auch immer zum Beispiel die Anzuchtphase, dann die Pflanzphase und die Wachstumsphase und auch die Erntephase und könnt dann auch durchgehen,
durch eure verschiedenen Beete. Ich habe jetzt hier relativ viele Arten drin, weil ich eben noch den Plan vom bienenfreundlichen Selbstversorgergarten reinkopiert habe. Wenn ich den aber zum Beispiel nur als Inspiration hatte oder benutzen wollte und den eigentlich gar nicht in meiner Saisonübersicht drin haben möchte, weil ich das gar nicht so anpflanze, dann kann ich das, wie ich das eben gezeigt habe, unter weitere Optionen beim Pflanzplan mir einfach ausblenden lassen, dass es hier nicht erscheint. So, und hier seht ihr dann aber alles, was ihr dann so in den Beeten habt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr auch da noch mehr individuell für euch Sachen anpassen könnt. Ich habe jetzt auf die Aubergine geklickt und kann jetzt hier angeben, ob ich zum Beispiel eine eigene Anzucht mache, eine Direktsaat ins Beet oder einen gekauften Setzling benutzen möchte für mein Beet. Und dann könnt ihr auch angeben, wann ihr zum Beispiel anzieht. Manchmal ist das dann, je nachdem, also manche, die gärtnern dann irgendwie nach Mondkalender oder fangen eine Woche später an, weil sie damit gute Erfahrungen gemacht haben. Oder es war sehr lange, sehr dunkel, dann wartet man vielleicht auch noch eine Woche länger. Da könnt ihr dann angeben, wann ihr zum Beispiel angefangen habt anzuziehen. Vielleicht war es dann eine Woche später. Und dann auch, wann, dann zum Beispiel, dann seht ihr auch, wann das Auspflanzdatum ist, könnt das auch anpassen, wann ihr erntet. Das passt sich dann alles an, je nachdem, wie ihr das anpasst. Also da könnt ihr dann auch nochmal für euch so ein bisschen individualisieren. So, dann gehe ich mal zurück. Dann war das der Teil zu den Aufgaben zur Saison. Und dann gehen wir noch zur Community, was mir auch sehr am Herzen liegt. Hier könnt ihr, genau, also erstmal vielleicht noch kurz zum Profil, das zeige ich euch auch noch. Ähm, Da könnt ihr ein paar Daten zu euch angeben, also zum Beispiel in welcher Region gärtnert ihr so, wie viel Erfahrung habt ihr, zum Beispiel gebe ich jetzt hier mal fortgeschritten an. Dann, da sind auch nochmal die Interessen, die ich am Anfang angeklickt hatte, die könnt ihr hier dann auch für euch anpassen, wenn ihr das am Anfang nicht gemacht habt. Ihr könnt eure Social Media Links hinterlegen, wenn ihr zum Beispiel einen Instagram-Account habt oder Facebook. Ähm, Könnt ihr das hier einfügen, das sehen andere NutzerInnen auch und können sich das dann anschauen. Das ist quasi wie so euer Profil. Ihr könnt auch Personen folgen oder die können euch folgen. Dann seht ihr hier, wem ihr folgt, genauso auch Hashtags. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Genau, und das könnt ihr alles dann hier anpassen. Account, das sind die Sachen, die nur ihr seht. Da könnt ihr auch jetzt die Sprache auswählen. Also ihr könntet hier auch dann die englische Version nutzen, wenn ihr möchtet. Ich bleibe jetzt bei meinem deutschen Bereich. Genau, und könnt auch hier uns eine Support-Mail schreiben, also auch nochmal der Hinweis, wenn es Fragen gibt zur App, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail. Wir sind wirklich fix im Support und wollen, uns liegt es sehr am Herzen, dass ihr euch dann nicht lange über irgendwas ärgert, sondern uns einfach schreibt und dann können wir euch schnell weiterhelfen. Genau, und ihr könnt auch Freundinnen einladen, wenn ihr möchtet, und bekommt dann auch Rabatt im Shop. Das könnt ihr dann über diesen Button tun. Genau. Und euch auch ausloggen. Das wäre dann auch jetzt hier unter Account. Und beim genau, Community-Profil macht ihr halt die ganzen anderen Angaben, die die anderen Personen dann auch sehen können. So, dann gehen wir jetzt mal in die Community zurück. So, und hier seht ihr chronologisch die Posts, die in den letzten Tagen gepostet wurden. Und da könnt ihr ewig weiter runterscrollen. Ihr habt die Möglichkeit, euch einen Post zu merken. Das ist dann auch wieder über diese Flagge, die ihr anklickt. Da ist jetzt oben bei Teilen die Flagge grün geworden. Ich kann den aber auch wieder mir entmerken, wenn ich das aus Versehen angeklickt habe. Ihr habt oben einmal die Möglichkeit auszuwählen, ob ihr alle Posts sehen wollt oder nur die für euch passen. Ich habe jetzt noch keine Personen, denen ich folge und noch keinen Hashtags, denen ich folge, deswegen habe ich hier noch nichts angezeigt, aber da könntet ihr dann zum Beispiel auch nur das angezeigt bekommen, was ihr vorher euch ausgewählt habt. So bekomme ich jetzt alles angezeigt. Ich habe die Möglichkeit, ähm, einen Post zu liken. Wenn ich länger draufklicke auf dieses kleine Symbol mit dem Herz, dann bekomme ich auch unsere Früht-Emojis angezeigt, die ich dann auswählen kann. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch den hier nehmen. Also hier nochmal das Herz, wo gefällt mir steht. Wenn man da länger draufklickt, dann bekommt man das angezeigt und kann dann hier liken oder auch sein Erstaunen ausdrücken und so weiter. Ihr habt auch die Möglichkeit zu antworten. Das macht ihr dann, indem ihr auf Antworten klickt.
Dann seht ihr auch, was die anderen alle gepostet haben und geantwortet haben und könnt dann entweder direkt unter einer Antwort selber was schreiben oder ganz unten einfach eine normale Antwort verfassen. Ihr könnt auch ein eigenes Bild noch drunter posten. Das macht ihr dann, indem ihr hier auf dieses Bildsymbol unten rechts klickt. Genau. So, und dann könnt ihr hier einfach durchgehen und euch da mal inspirieren lassen. Ihr könnt, wow, das sieht ja nach einem tollen Balkon aus. Ihr könnt Gartenfragen stellen, ihr könnt Tipps geben, ihr könnt euren Pflanzplan teilen, ihr könnt euch über Sorten austauschen. Ihr könnt auch kleine Sortentauschbörse aufmachen, euch vernetzen, wenn ihr einen bestimmten Kreis Gärtnern und da gerne andere Gärtnerin kennenlernen wollt. Genau, also ihr könnt euch wirklich auch zu Erfolgen und Misserfolgen austauschen. Viele teilen auch gerne ihren Fortschritt im Garten und zeigen immer, was so passiert ist. Also da könnt ihr alles Mögliche teilen. Wenn ihr einen eigenen Post machen wollt, dann klickt ihr einfach oben auf, was möchtest du teilen, könnt ein Bild auswählen und dann einfach euren Text verfassen. Mit Hashtags ähm, könnt ihr Schlagworte für euren Post verpassen, damit man den besser findet. Zum Beispiel, wenn ihr was zum Thema Tomaten macht, macht ihr Hashtag Tomate. Oder was man hier auch sieht, Orkan, Zoltan. Genau, so könnt ihr das so ein bisschen kategorisieren. So finden andere Menschen leichter, was ihr gepostet habt. Oben links auf der Lupe könnt ihr auch nach Beiträgen und NutzerInnen suchen, wenn ihr möchtet, zu bestimmten Themen. Da würde man das dann auch finden. So, jetzt bin ich wieder aus der App rausgeflogen, aber das war auch quasi der letzte Punkt, den ich euch am Handy zeigen wollte. So, und dann, ich sehe, es gibt auch einige Fragen. Ich gehe da jetzt mündlich hier im Webinar nicht drauf ein, aber ich hoffe, dass der Steffen euch da weiterhelfen kann. Ich würde euch gerne jetzt noch mal kurz die App am Computer zeigen. So, und würde daher jetzt mal hier meinen Bildschirm teilen. So, wir sind jetzt als erstes auf unserer Website, die wollte ich euch mal zeigen. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr euch überhaupt einloggen könnt, wenn ihr die Fruit-App im Browser nutzen wollt, dann macht ihr das einfach hier über Fruit, www.fruit.app und dann seht ihr hier Login. Da könnt ihr euch dann einfach mit eurem Account, den ihr habt, auf allen möglichen Geräten einloggen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch erst auf dem Handy planen, dann am Computer Sachen anpassen oder andersrum plant, wenn ihr zum Beispiel einen sehr großen Garten habt, vielleicht lieber am großen Bildschirm am Desktop und macht dann Kleinigkeiten am Handy. Oder auch wenn ihr im Garten seid, hat man ja eher mal das Handy dabei. Und so habt ihr halt die Möglichkeit, mit großer oder mit kleiner Übersicht zu planen. Das seht ihr auch hier auf diesem Bild nochmal ganz schön. Genau. Und das Einloggen macht ihr halt hier über diesen Login-Button, wenn ihr Früd noch nicht habt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die zuhören, auf jeden Fall Früd schon haben. Dann klickt ihr einfach auf Kostenlos starten, könnt euch da registrieren. Ihr findet unser Magazin, also alle Artikel, die wir geschrieben haben, hier über Magazin. Könnt euch auch das Lexikon hier anschauen. Unseren Shop findet auch Infos über uns. Genau, und könnt auch hier, wenn ihr möchtet, ins Englische wechseln. Wir schauen uns jetzt zunächst einmal die App nochmal hier an. So, genau, ihr seht, alles, was ich eben angelegt habe, finde ich jetzt auch hier in meinem Profil. Ähm, Und das Planen, so wie ich das eben auf dem Handy gezeigt habe, klappt am Computer genauso. Ihr macht das dann einfach mit der Maus, dann zieht ihr etwas ins Beet. Ihr habt oben die gleichen Menüpunkte, also Pflanzen, Plan, Pflege und Community. Es gibt ein paar Funktionen, die wir immer zuerst in der App live haben, die es dann noch nicht direkt im Browser gibt, eben weil die meisten von euch Früh auf dem Handy nutzen. Das heißt, es kann mal sein, dass es Funktionen noch nicht auf dem Computer gibt, die ihr auf dem Handy schon kennt. Seid da nachsichtig mit uns. Wir versuchen das so umzusetzen, wie es für euch den meisten Nutzen hat. Und einfach weil die meisten am Handy planen, setzen wir das dann zuerst um. So, wir können jetzt zum Beispiel hier mal ganz kurz einen neuen Plan anlegen. Das geht dann genauso, wie gesagt, am Computer wie mit dem Handy. Das sieht dann alles ein bisschen anders aus und ein bisschen mehr verteilt. Also ihr habt eine etwas größere Übersicht und könnt aber hier genauso
einfach eure Beete kleiner, größer ziehen, die Pflanzen in den Plan ziehen. Zum Beispiel den Bremer Scherkohl setzen wir jetzt einmal rein. Genau, und könnt dann hier alles genauso machen, wie ich euch das eben auch auf dem Handy gezeigt habe. Wollte ich euch aber auch mal auf jeden Fall hier zeigen. Genau, ihr findet auch die Pflanzen, also ihr habt da einfach eine etwas größere Übersicht und könnt da vielleicht für euch so ein bisschen rausfinden, was gut zu euch passt. Vielleicht wollt ihr zum Beispiel die Favoriten lieber am Computer auswählen und am Handy planen oder andersrum. Auf jeden Fall habt ihr hier die Möglichkeit, das alles zu machen und findet alles, was ich euch auch gezeigt habe, halt in dieser Browser-App auch. Am besten schaut man sich da einmal so ein bisschen durch. Und wenn man das dann einmal alles sich angeschaut hat, hat man auch eigentlich immer eine ganz gute Übersicht. Die Community findet ihr hier auch. Vielleicht wollt ihr euch auch lieber dann hier austauschen über den Browser. Aber wie gesagt, die meisten Funktionen findet ihr, also oder die Hauptfunktion findet ihr alle hier auch im Browser und könnt dann hier ein bisschen mit mehr Übersicht eure Beete planen. So, das war's erstmal soweit zur Früht-App. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn es Fragen gibt zur App, wie gesagt, könnt ihr immer an support@früd.app schreiben. Manchmal gibt es aber auch irgendwelche Gartenfragen zu Sorten und so weiter. Die stellt ihr einfach in die Community. Technische Fragen dann bitte an uns stellen. Wenn euch die auch vielleicht hier nachher noch einfallen, wollt ihr die ja dann, könnt ihr die uns auch noch schicken. Ähm, und ich wollte euch aber noch zum Ende zeigen, was wir sonst noch so für euch für den Saisonstart haben. Es gibt einmal den Podcast, den ihr auch in der App findet, wo wir wirklich schon mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen haben. Uns war es da wichtig, ganz viele ExpertInnen zu verschiedenen Themen einzuladen. Und da haben wir uns auch daran orientiert, was es so für Wünsche gab für Themenschwerpunkte im Podcast. Da findet ihr zum Beispiel jetzt hier etwas über Chilis. Es gibt aber auch manchmal ein sogenanntes Zaungeplauder, wo wir einfach jemanden eingeladen haben, der zum Beispiel über seinen Blog ganz viel über das Gärtnern berichtet, aber jetzt nicht so einen starken Schwerpunkt hat. Dann sind das die sogenannten Zaungeplauder-Folgen. Und da findet ihr auch ganz viel, was jetzt für euren Saisonstart passen kann. Also zum Beispiel Düngen wäre jetzt ja auch für den Februar ein Thema. Da haben wir mit Kraut und Rüben eine Folge zum Thema organisch Düngen aufgenommen. Ihr würdet hier auch etwas finden zum Thema Gärtnern ohne Umgraben, Waldgartenprinzipien für euren Garten, Obstbaumschnitt und so weiter. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchschauen und gucken, wie ihr für euer Gartenjahr vielleicht mit dem Podcast noch besser vorbereitet sein könnt. Ihr findet den einmal bei uns über die Website. Ihr findet den aber auch auf den gängigen Podcast-Anbieterportalen, also Spotify oder so könnt ihr das auch hören. Also das vielleicht nochmal als Tipp, um euch auf die Gartensaison vorzubereiten. Dann haben wir letztes Jahr einen Gartenkongress gemacht mit ganz vielen Gästen und haben da auch im Vorhinein gefragt, was wären denn Themen, die euch interessieren. Haben was zum Thema Anzucht gemacht, ganzjähriges Gärtnern, Kompost, gesunder Boden und so weiter. Die Videos dazu findet ihr auf YouTube, wenn ihr nach Früd sucht und auf unseren Kanal geht, dann gibt es da eine ähm, Playlist, die kann ich auch gleich einfach mal in den Chat noch posten. Dann habt ihr da vielleicht einen Direktlink zu, genauso wie zum Podcast. Da findet ihr auch ganz viele Informationen zum Saisonstart und alle Fragen, die vielleicht dann noch so aufkommen, könnt ihr dann auch in der Community stellen. Und dann wollte ich euch noch mal kurz zeigen, dass wir auch einen Shop haben. Da war uns sehr wichtig, dass wir also komplett biologisches Saatgut anbieten. Also ihr findet hier nur ökologisches Saatgut und auch ein paar eigene Produkte, die wir entworfen haben, zum Beispiel unsere beliebte Saatgutkiste. Da könntet ihr euch auch mal durchstöbern, wenn ihr möchtet. Also vielleicht noch ein klein bisschen Werbung für unseren Shop. Ähm, genau. So. Was mir sonst noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Früd ein Purpose-Unternehmen ist. Das heißt, wir gehören uns als Unternehmen selber und können nicht irgendwann verkauft werden. Und das zu dem Zweck, dass einfach
das, was wir uns vorgenommen haben, also Gemüseanbau für jeden und für jede möglich zu machen, dass das fortgeführt werden kann und nicht irgendwann das Unternehmen verkauft wird und dann dieser Zweck nicht mehr erreicht wird. Und es ist super, super, super wichtig, dass einfach alles, was wir an Arbeit in Früd investieren, auch diesem Zweck, dem Gemüseanbau für alle und für eine bessere Zukunft zugutekommt. Und genau, wenn ihr uns unterstützt mit einem Superfruit-Abo, dann unterstützt ihr auch diesen Zweck. Genau, und wir arbeiten da täglich dran und freuen uns immer, wenn wir die App nach und nach für euch besser machen können. Kleiner Spoiler, bald kommt auch der Fruchtwechsel, nachdem sehr viele gefragt haben. Genau, und wir versuchen wirklich alle Wünsche so schnell wie möglich umzusetzen, wie es uns auch möglich ist und freuen uns da auch immer über euren Input und sind total dankbar, dass wir weiter wachsen dürfen, dass ihr uns unterstützt und genau, vielleicht alle mit am Ball bleibt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann würde ich jetzt den Chat und den Fragen- und Antwortbereich noch ein bisschen offen lassen, euch da noch die Links reinposten und auf jeden Fall Danke sagen, dass ihr alle mitgemacht habt, euch die Zeit heute genommen habt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Februar und wir hören oder sehen, lesen uns auf jeden Fall in der Früh-Community. Macht's gut und habt ein schönes Gartenjahr 24.